Unterhalb der Chevron-Pyramide in Gizeh haben Wissenschaftler mit Hilfe von Satellitenradar eine Entdeckung gemacht, die so unglaublich ist, dass sie eigentlich nicht existieren dürfte. 8 zylinderförmige Schächte, mehrere rechteckige Kammern und ein ganzes Tunnelsystem, das sich laut den Scans über 2 Kilometer unter dem Wüstensand erstreckt. Und das ist nur der Anfang. Die Ergebnisse stammen nicht aus einem Science-Fiction-Roman, sondern aus einer echten Studie eines italienischen Forscherteams, das ohne Genehmigung vor Ort, rein per Satellitenmessung, in den Untergrund von Gizeh blicken konnte. Die verwendete SER-Technologie, bekannt aus der Vulkanforschung, brachte dabei eine Struktur zutage, die tiefer, präziser und geometrischer ist, als es jede bekannte Grabkammer in Ägypten je war. Noch spannender: Im Inneren der Chevron-Pyramide wurden 5 neue Kammern entdeckt, alle exakt im Maß und Aufbau der Königskammer der Großen Pyramide nachempfunden. Warum sollten Pharaonen dieselbe Kammer 5-mal bauen lassen? Und was bedeutet es, dass diese Kammern offenbar mit Schächten verbunden sind, die hunderte Meter in die Tiefe reichen? Das sind keine vagen Fantasien. Das sind wissenschaftlich aufgezeichnete Strukturen, die sich exakt unter der Oberfläche befinden. Und sie stellen die offizielle Version der Geschichte ernsthaft in Frage. Wie tief reichen diese Tunnel wirklich? Wozu dienen die spiralförmigen Schächte? Und warum hört man darüber kaum etwas in den Nachrichten? Wurde hier jahrzehntelang etwas vergraben? Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn? Heute werfen wir einen Blick auf diese Entdeckungen, die nicht nur das alte Ägypten, sondern unser gesamtes Verständnis von Geschichte herausfordern. Denn am Ende wirst du dich fragen müssen: Wenn die Pyramiden nicht als Gräber dienten, wozu dann? Bleib dran, denn das, was du gleich erfährst, wurde bisher fast ausschließlich im Verborgenen diskutiert. Die Entdeckung unter der Chevron-Pyramide wurde durch eine revolutionäre Technik möglich: SAR, Synthetic Aperture Radar. Anders als herkömmliche Bodenradarmethoden funktioniert SER über Satelliten und benötigt keinen Zugang zur Grabungsstätte. Es misst Unterschiede in der Dichte unter der Erdoberfläche, indem es Radarwellen aus dem All auf die Erde richtet und reflektierte Signale auswertet. Das Forscherteam um den italienischen Geophysiker Filippo Biondi nutzte SAR, um den gesamten Gizeh-Plateaubereich zu scannen. Dabei stießen sie auf Strukturen, die in dieser Form bisher nicht bekannt oder dokumentiert waren. Es handelt sich um 8 zylinderförmige, hohle Schächte, die sich über 400 Meter in die Tiefe ziehen, senkrecht nach unten, in perfekter Ausrichtung. Diese Schächte führen zu 2 riesigen quadratischen Hohlräumen, jede Seite etwa 80 Meter lang. Das allein wäre schon spektakulär genug. Doch das wirklich Erstaunliche ist, die Schächte und Kammern sind über ein Netzwerk verbunden, das mehr als 2 Kilometer misst. Unterirdisch, symmetrisch, geometrisch exakt. Die Forscher sprechen von künstlichen Strukturen mit eindeutig technischen Merkmalen. Keine natürlichen Hohlräume, keine zufälligen Felsformationen. Was hier entdeckt wurde, wirkt geplant und nicht wie ein einfaches Grab. Zusätzlich zu den unterirdischen Strukturen wurden in der Chevron-Pyramide selbst 5 neue Kammern entdeckt. Alle befinden sich auf Bodenhöhe, was bereits ungewöhnlich ist, da klassische Grabkammern meist tiefer liegen. Doch das wirklich Bemerkenswerte ist ihr Aufbau. Jede dieser Kammern ist eine exakte Kopie der Königskammer der Großen Pyramide. Gleiche Maße, gleiches Layout, gleiche Ausrichtung. Warum sollte ein Bauwerk mehrfach dieselbe Kammer enthalten? Und das ohne jegliche Inschriften, ohne Sarkophage, ohne Hinweise auf eine Grabnutzung? Es gibt keine Hinweise auf eine Bestattung, keine Mumienreste, keine Opfergaben, nichts. Nur riesige, leerstehende Steinkammern, verbunden mit Schächten, die senkrecht in die Tiefe verlaufen. Eine dieser Kammern wurde bereits im Jahr 2022 durch ein anderes Forschungsteam entdeckt. Doch erst jetzt, durch die neuen Scans, konnte ihre wahre Tiefe und Struktur erfasst werden. Und das bringt eine neue Frage auf. Wenn diese Kammern kein Grab waren, was dann? Einige Theorien sprechen von sogenannten Helmholtz-Resonatoren, also Kammern, die speziell dafür gebaut wurden, bestimmte Frequenzen zu erzeugen. Andere vermuten, es könnte sich um energetische Knotenpunkte handeln, Teil einer größeren Maschine, vielleicht sogar eines uralten Kraftwerks. So verrückt es klingen mag, das bisher entdeckte Material gibt solche Überlegungen her. Die neu entdeckten Tunnel unter dem Gizeh-Plateau reichen über 2 Kilometer in verschiedene Richtungen.
Sie verlaufen horizontal und vertikal, teils in Spiralen, teils in gerader Linie. Laut SAA-Scans gibt es Verbindungsgänge zwischen der Chephren, der Mykerinos und der Großen Pyramide. Das heißt, die Pyramiden könnten nicht nur symbolisch, sondern physisch miteinander verbunden sein. Einige Forscher, darunter auch unabhängige Teams, vermuten, dass es sich um ein unterirdisches Versorgungssystem gehandelt haben könnte. Andere sprechen sogar von einer Art unterirdischem Komplex, der vor dem Bau der Pyramiden existierte und vielleicht aus einer viel früheren Zivilisation stammt. Wenn diese Tunnel so alt sind, wie manche glauben, dann wären sie älter als das Alte Reich, älter als alle Pharaonen und damit auch älter als jede bekannte ägyptische Kultur. Die Vorstellung, dass die Pyramiden auf bestehenden uralten Strukturen errichtet wurden, ist nicht neu. Doch nun gibt es erste wissenschaftliche Beweise, dass genau das der Fall sein könnte. Warum aber wurden diese Tunnel nie freigelegt? Warum weiß die Öffentlichkeit nichts davon? Die Antwort ist einfach und beunruhigend zugleich. Bisher gab es keine Möglichkeit, ohne Genehmigung des antiken Ministeriums unter dem Sand zu forschen. Jetzt, mit satellitengestützter SAR-Technologie, ist das anders. Und plötzlich sieht die Welt, was sie nie sehen sollte. Die Entdeckung dieser Strukturen hat die Debatte um die wahre Funktion der Pyramiden neu entfacht. Waren sie Gräber oder mehr als das? Bereits Nikola Tesla vermutete, dass die Form und Ausrichtung der Großen Pyramide ein energetisches System darstellen könnten, ähnlich wie ein Resonator, der mit der natürlichen Frequenz der Erde mitschwingt. Heute wissen wir, die Königskammer erzeugt messbare Resonanzfrequenzen, darunter die viel diskutierten 440 Hertz. Und jetzt 8 Schächte, riesige Resonanzkammern, präzise Geometrie, keine Grabbeigaben, keine Mumien, keine Namen. Was ist, wenn die Pyramiden keine Totentempel, sondern Energietempel waren? In den sogenannten Emerald Tablets, die angeblich von Thoth, einem Wesen aus Atlantis, stammen, ist von der Halle der Aufzeichnungen unter dem Gizeh-Plateau die Rede. Ein unterirdisches Wissensarchiv aus einer Zeit vor der Sintflut. Zufall oder Hinweis? Die neuen Scans zeigen nicht nur technische Strukturen. Sie deuten auf etwas, das größer ist als ein einfaches Monument. Eine Maschine, eine Anlage, eine Quelle von etwas, das wir heute kaum mehr verstehen. Seit Jahrhunderten behauptet die klassische Archäologie, die Pyramiden von Gizeh seien monumentale Gräber, errichtet für die Pharaonen des Alten Reiches. Diese Annahme wurde so oft wiederholt, dass sie sich in den Köpfen der meisten Menschen als unumstößliche Wahrheit festgesetzt hat. Doch die Beweise für diese These sind, vorsichtig formuliert, äußerst dünn. Beginnen wir mit der Großen Pyramide. Dort wurde keine einzige Mumie gefunden. Kein Sarkophag mit Überresten, keine Hieroglyphen, keine Wandmalereien, keine Inschriften, die auf den Namen eines Herrschers hindeuten. Alles, was wir haben, sind leere steinerne Kammern und perfekte architektonische Präzision, aber keinerlei typische Grabmerkmale. Auch in der Chephren-Pyramide, um die es in dieser aktuellen Entdeckung geht, fehlen all diese Hinweise. Stattdessen finden wir symmetrische, mehrfach wiederholte Kammern, tief verlaufende Schächte, keinerlei Grabausstattung und keinerlei religiöse Symbolik, wie sie sonst in ägyptischen Gräbern Standard war. Und doch hält man unbeirrt an der Grabthese fest. Warum? Vielleicht, weil eine alternative Erklärung ein zu großes Umdenken verlangen würde. Denn wenn die Pyramiden keine Gräber waren, dann waren sie etwas anderes. Etwas, das den Rahmen des bisher Erklärbaren sprengt. Die präzise Sternausrichtung, die mathematischen Maße, die akustischen Eigenschaften, die elektromagnetischen Reaktionen auf bestimmte Frequenzen. All das passt eher zu einem technischen Bauwerk als zu einer Ruhestätte. Und jetzt, mit der Entdeckung kilometerlanger Tunnel und mehrfacher Resonanzkammern, wird das Bild noch absurder. Wer würde für einen toten König ein Bauwerk errichten, das sich mehrere hundert Meter tief in die Erde gräbt und dabei kein einziges Grabbeigabe hinterlässt? Die klassische Theorie beginnt zu bröckeln, Stein für Stein. Wenn wir heute tiefer graben, im wörtlichen wie im symbolischen Sinn, zeigt sich ein Bild, das so gar nicht zum offiziellen Narrativ passen will. Die Strukturen unter der Chephren-Pyramide sind kein Zufallsprodukt der Natur und wirken auch nicht wie einfache Grabkammern. Sie folgen einem Plan, geometrisch, symmetrisch und scheinbar mit einem übergeordneten Zweck versehen.
Die Tiefe, die Komplexität und die Formgebung erinnern eher an ein unterirdisches System, das Energie leiten, speichern oder konzentrieren könnte. Das mag zunächst wie wilde Spekulation klingen, doch genau das war auch die Meinung vieler Forscher, als Nikola Tesla von natürlichen Energiepunkten sprach. Heute wissen wir, diese Punkte existieren. Und das Gizeh-Plateau liegt genau auf einer dieser Linien, die oft als Leihlinien bezeichnet werden. Energetische Netzwerke, die sich über den gesamten Globus erstrecken. Die Theorie, dass die Pyramiden Teil eines weltumspannenden Systems zur Energiegewinnung waren, bekommt durch die neuen Entdeckungen ungeahnten Auftrieb. Wenn Schächte hunderte Meter tief reichen, wenn Kammern exakt auf Resonanzfrequenzen abgestimmt sind, wenn Strukturen wie Antennen wirken, dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie eine Funktion hatten, sondern nur noch, welche. Gleichzeitig stellt sich die unbequeme Frage, warum werden solche Entdeckungen nicht großflächig kommuniziert? Warum interessiert sich kein Mainstream-Medium dafür? Vielleicht, weil wir am Rand eines historischen Umbruchs stehen. Vielleicht, weil die Wahrheit unbequem ist. Vielleicht, weil unser bisheriges Geschichtsbild nicht komplett falsch, aber entscheidend unvollständig ist. Und vielleicht, nur vielleicht, war das, was wir Grab nannten, in Wahrheit ein Tor. Zu Wissen, Macht und Energie, das tief unter dem Sand verborgen liegt. Stell dir die Frage selbst, wenn du heute ein Bauwerk entdeckst, das aus Millionen Tonnen Stein besteht, exakt ausgerichtet ist, über 2 Kilometer Tunnelsystem besitzt, akustisch abgestimmte Kammern enthält und keinerlei Hinweise auf eine Bestattung. Würdest du es dann als Grab bezeichnen? Oder würdest du anfangen zu zweifeln? Vielleicht war das größte Missverständnis unserer Geschichte die Annahme, die Pyramiden seien bloß Gräber gewesen. Vielleicht waren sie Tore zu Wissen, Energie oder etwas, das wir erst jetzt beginnen zu begreifen. Was meinst du? Schreib's mir in die Kommentare. War es ein Grab oder etwas ganz anderes? Wenn dich solche Enthüllungen faszinieren, dann abonniere jetzt Mythenforscher, aktiviere die Glocke und begleite mich auf der Suche nach der wahren Geschichte unserer Welt. Denn das, was unter dem Sand Ägyptens liegt, könnte alles verändern.